Moin, ich bin Gravel Tillmann von der Radelbande. Einen Rennradlenker, so wie diesen hier, habt ihr auf diesem Kanal, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Gehen wir jetzt etwa weg vom ursprünglichen Thema? Nein, denn Hase baut jetzt ein Bike, das man ihm erstens nicht zugetraut hätte und zweitens einem eventuell merkwürdig bekannt vorkommt. In diesem Video geht es um das Hase Gravit. Marek Hase hat insgesamt dreimal bei Jugend Forsch mitgemacht mit seinen Rädern und dann 1994 die Firma Hase Spezialrad gegründet. Denn seine Räder waren sehr speziell. Neben Liege-Dreirädern, Tandems und Pedelec haben sie auch ein Liege-Tandem-Cargo-Pedelec. Und auf der Eurobike 2023 zeigen sie also ein Gravelbike. Aber es wäre nicht die Firma Hase, wenn es sich um ein normales Gravelbike handeln würde. Denn Hase weiß einfach, wie der Hase läuft. Dieses Gravelbike hat eine Ladefläche. Bikepacker, Kuriere, Gravelisti, aber auch sportliche Familien möchte Hase mit diesem Bike ansprechen und sie haben sich dafür einiges überlegt. Und in diesem Video werden wir uns das Hase Gravit einmal ganz genau ansehen. Erstmal ist dieses Bike richtig schön. Ich weiß auch nicht, irgendwie haben lilafarbene Bikes etwas an sich, das ich sehr anziehend finde. Und wenn es dann auch noch so schön glänzt und glitzert in der Sonne, und wehe, schreibt irgendwas anderes in die Kommentare. Und dann auch noch mit dieser goldenen Kette und diesen Tanwall-Reifen hat dieses Rad genau den richtigen Blinkfaktor. Also genau das, was sich Gravelisti so wünschen. Gucken wir uns das Bike einmal ein bisschen genauer an. Denn wenn ihr die Videos von der Eurobike 2022 gesehen habt oder euch mit Hase-Bikes so ein bisschen auskennt, dann wird euch der Rahmen des Gravit ein bisschen bekannt vorkommen. Sie nutzen nämlich den gleichen Rahmen wie für das Cargo Tandem Pedelec Pino. Sie haben aus dem Grundrahmen etwas komplett Neues gemacht. Das finde ich echt erstaunlich. Und hier lässt sich diese Ladefläche ganz einfach mit 2 Schritten abnehmen. Und dann kann man das Hase Gravit einfach in irgendwelche Flure stellen. Wenn man dann noch den Lenker so ein bisschen anstellt, ist es wirklich sehr schmal. Und wenn man das dann noch kleiner machen möchte, dann lässt sich auch dieser Frontrahmen hier in der Länge verstellen und hier richtig reinschieben, sodass man das Fahrrad sogar auf einem Heckträger einfach mitnehmen könnte. Klar, das macht man nicht einfach mal so, man muss hier so ein paar Schrauben lösen, aber für eine große Reise mit einem Auto oder hinten am Wohnmobil ist das richtig gut geeignet. Und wenn man die Ladefläche wieder draufbauen möchte, dann hakt man sie einfach hier hinten ein, lässt sie hier einschnappen und schnappt dann nur noch einmal diese Sicherung ein. Und schon hat es wieder diese Ladefläche. Ein weiteres Detail steckt hier unten am Tretlager, denn dieser Bereich sieht irgendwie so ein bisschen merkwürdig aus. Der sieht doch so aus, als würde da genau ein Motor reinpassen. Das Hase Pino gibt es mit Shimano Steps Motor und auch das Hase Gravit gibt es als City-E-Version mit einem Shimano Steps Motor und vollem Ornat, mit Beleuchtung, mit Schutzblechen, mit Gepäckträger und allem drum und dran. Und damit kann man dann auch wirklich den Alltag in einer Stadt richtig gut bestreiten und muss keinerlei Kompromisse eingehen. Und genau deswegen gibt es auch hier die Aufnahme für eine Batteriehalterung und hier das Teil, wo dann die ganze Kabellage reingeht. Aber mal zurück zu der echten Gravel-Version. Wer Sport macht oder viel redet, bekommt Durst. Und deswegen kann man hier an dieser Stelle ganz einfach einen Flaschenhalter montieren oder so wie ich diese Nupsis für eine Fabric-Buddel. Und das ist auch genau der richtige Ort für einen Flaschenhalter. Schauen wir mal hier vorne weiter, denn bei dem Pino gibt es hier einen sehr breiten senkrechten Lenker, damit man natürlich an der Passagierin oder den Passagier vorne vorbeilenken kann. Hier bei dem Gravit
kommt ein ganz normaler Lenker zum Einsatz. Bei der CTE-Version ein flacher Lenker und hier ein richtiger Gravel-Lenker mit Flair und richtigen Dropbar-Schaltbremshebeln. Und damit sie das ermöglichen konnten, ist hier dieser Bereich komplett neu konstruiert worden. Einerseits haben wir hier unten diese Aufnahme, wo auch die Flaschenhalter dran gebaut werden können. Und dann gibt es hier diesen Schwanhals, der so nach hinten sich neigt und wo dann ein normaler Vorbau montiert werden kann. Hier bei der Standardversion kommt dann ein verstellbarer Vorbau zum Einsatz, bei dem man seine passende Position definitiv finden sollte. Aber mehr dazu später. Allgemein ist das Bike richtig schön verarbeitet, hat sauber verarbeitete Schweißnähte, eine sehr schöne Lackierung und auch diese Passung hier vorne, da wo wirklich alles satt sitzen soll, ist es saugend schmatzend. Wenn man das Rad aufbaut, ist das ein echter Genuss. Und jetzt gucken wir uns mal hier diese Ladefläche an. Die ist, wie gesagt, abnehmbar und besteht hier aus einem sehr stabilen Alurahmen und einem Gurtgeflecht, das sich mittels Klett auch sehr einfach anpassen lässt und straffer stellen lässt, wenn man das gerade mal braucht. Und damit der ganze Kram, den man eventuell mitnehmen möchte, nicht einfach so runterfliegt, ist dann hier noch ein Netz verbaut, das sich hier in diese Haken einhaken lässt. Und dann fliegt auch nichts runter. Das ist also perfekt geeignet für Pakete, für Einkäufe, allerdings auch für Drybags, fürs Zelt, für die Angelausrüstung und für alles, was man für einen richtig großen Campingtrip braucht. Oder eben für Kameraequipment. Und das Gravet darf dabei bis 200 Kilogramm belastet werden, also inklusive Person auf dem Sattel. Diese Ladefläche allerdings ist nur bis 40 Kilogramm freigegeben. Aber das ist nicht schlimm, denn das ist noch ein Vorteil, den der Grundrahmen des Pino bietet. Das Zubehör, was es fürs Pino gibt, lässt sich natürlich auch am Gravet verwenden. So gibt es zum Beispiel hier einen Gepäckträger, mit dem man Packtaschen unter die Ladefläche hängen kann. Und es gibt auch noch einen richtigen Gepäckträger, der hier unten dafür sorgt, dass man hier hinter dem Vorderrad eine ganze Kiste Bier oder Wasser oder was auch immer ihr transportieren wollt, einfach raufladen kann. Und dann wird es auch noch eine große Textilbox geben, die sich einfach zumachen lässt und wo dann auch ein Kind zum Beispiel hier vorne einfach Platz nehmen kann. Also viele gute Ideen, viel Zubehör und viel, was man bei Hase konfigurieren kann. Also echt für jeden was dabei. Nicht nur für gravelnde Bikepacking-Kurier-Minimal-Maximalisten. Aber wie sitzt man jetzt auf dem Gravet? Hase sagt, das Gravet eigne sich für Personen zwischen 1,50 Meter und 2 Metern Körpergröße. Und sie erreichen das dadurch, dass hier ein flacher Sitzwinkel ist, sodass sich, wenn man die Sattelstütze ganz runter macht, der Sattel weiter nach vorne kommt und wenn man sie höher stellt, der Sattel weiter nach hinten kommt. Aber auch hier vorne beim Lenker gibt es einen weiten Verstellbereich. Erstmal lässt sich dieser Schwanhals hier in 4 Stufen in der Höhe verstellen und dann gibt es hier in der Standardausstattung diesen in der Neigung verstellbaren Vorbau, durch den man, wenn man da ein bisschen mit rumspielt, die optimale Sitzposition findet. Und ich habe auch ein bisschen damit rumgespielt in der letzten Zeit und wenn ich jetzt hier drauf steige, dann kann man natürlich entweder so, aber auch hier über den Einstieg in der Mitte sollte es relativ einfach gehen. Der ist angenehm niedrig für so ein sportliches Bike. Und wenn ich mich hier drauf setze, dann habe ich natürlich eine sportliche Sitzposition, weil das ist genau das, was ich mir auch von so einem Gravelbike wünschen würde. Mit einem Flatbar würde man etwa so sitzen und könnte natürlich den Vorbau auch noch mal ein bisschen verstellen. Also für mich als große Person habe ich eine gute Sitzposition gefunden und ich denke mal, auch kleinere Leute sollten eine gute Sitzposition finden können. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie das Rad fährt. Dafür muss ich aufsteigen natürlich, ne? Und losfahren. Unterwegs mit dem Gravet. Und ich habe den ganzen Kram, den ich heute fürs Film gebraucht habe, sowie meinen Arbeitsrucksack hier vorne auf die Ladefläche gepackt und natürlich ordentlich verzurrt. Und das ganze Sitz ist auch richtig schön sicher da drauf. Das sind gut und gerne 15 bis 20 Kilogramm, also nicht so viel Last, aber es sollte reichen, um einen Eindruck zu bekommen. Ich bin das Ganze auch schon mit deutlich mehr Last gefahren. Den ganzen Einkauf hier vorne drauf und das hat auch super geklappt. Zum Beispiel auch mit Fahrrädern. Wenn man aufs Gravet steigt und losfährt, dann merkt man, das ist ein Sportfahrrad. Sportliche Sitzposition und das Rad möchte, dass man damit schnell fährt. Und wir beginnen einfach mal mit der Gangübersetzung, denn wir haben hier eine relativ große Kassette, eine Mountainbike-Kassette mit 11 Gängen. Dementsprechend sind die Gangsprünge natürlich relativ groß, aber die Untersetzung, also 40, 50 hinten, sollte dafür sorgen, dass man auch steile Anstiege und auch lange Anstiege selbst mit Last recht gut hochkommt. In der Mangelung an langen Anstiegen nehme ich jetzt einfach mal eine steile Rampe.
Und das ist wirklich überhaupt kein Problem. Also die Untersetzung, die funktioniert wirklich gut. Und wenn man jetzt hier so lang fährt und durch die Gänge schaltet, dann ist die Betätigung dieser Microshift-Hebel sehr intuitiv. Wir haben ja 11 Gänge. Mit dem Zeigefinger schaltet man Eingang hoch, mit dem Mittelfinger Eingang runter. Und das Ganze geht auch sehr schnell in Fleisch und Blut über. Auch hier so Seitenwechsel, Unebenheiten. Da rollt das Gravit echt gut rüber. Durch den festen Lenkarm werden auch Lenkbewegungen direkt übertragen. Und das Rad bietet jede Menge Grip, gerade natürlich, wenn vorne noch ein bisschen Last drauf ist. Aber ich fahre eigentlich gerade in die falsche Richtung. Wir müssen mal umdrehen. Schalten wir runter. Ich kann auch mehrere Gänge auf einmal hochschalten bzw. runterschalten auf der Kassette. Ja, und da ist die Limitierung des Lenkarms. Also der Lenkeinschlag ist nicht besonders groß. Beim Rangieren muss man schon ab und zu mal vor und zurücksetzen. Aber die Kette wandert schön die Kassette rauf und runter. Und man kann sich auch so richtig reinlegen und Geschwindigkeit drauf bekommen. Die Federgabel macht dabei auch einen sehr guten Job. Macht das Ganze noch so ein bisschen glatter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es hier bei dieser Umgebung wirklich brauchen würde, aber es ist trotzdem angenehm. Und auch im Unterlenker fühlt sich das Ganze richtig schön stabil an und schnell. Ich mag bei diesen Schaltbremshebeln, dass es für jeden Vorgang einen eigenen Hebel gibt. Es gibt einen zum Hochschalten, einen zum Runterschalten und einen zum Bremsen. Apropos Bremsen. So, machen wir mal einen Bremstest aus der Oberlenkerposition. Und zwar genau hier. Okay, ich schätze, das sind jetzt so gute 5 bis 6 Meter. Also aus dem Oberlenker merkt man schon, dass das mechanische Scheibenbremsen sind. Wir machen nochmal aus dem Unterlenker. Und auch hier wieder hohe Geschwindigkeit und ja. Also aus dem Unterlenker ist der Bremsweg eine ganze Ecke kürzer. Das Hinterrad ist blockiert. Allerdings merkt man schon, dass das relativ schwammig ist. Also ich denke mal, da würden kompressionsfreie Bremszughüllen nochmal Abhilfe schaffen. Wow! Und da ist die einfache Übersetzung wieder super. Man kann einfach in eine sehr kleine Übersetzung oder sogar in eine Untersetzung schalten. Und dann kommt man auch solche Anstiege sehr leicht hoch. Und das Schöne ist, dadurch, dass das Vorderrad so belastet ist, neigt es auch nicht zum Steigen. Also die Bremsen lassen sich an sich schon sehr gut kontrollieren und modulieren. Aber man braucht mehr Kraft, um sie zum Blockieren zu bekommen. Diese Schaltbremshebel, die sind angenehm schmal, die greifen sich gut, sowohl in dieser Position als auch wenn man hier oben sich so oben drauf lehnt, für eine etwas aerodynamischere Position. Und auch wenn man hier unten greift, dann kommt man richtig gut an diese Bremshebel ran. Und auch in solchen Situationen, wenn man vielleicht mal aus dem Sattel gehen muss, dann merkt man, dass dieses Fahrrad ursprünglich als Tandem konzipiert wurde, beziehungsweise der Rahmen, weil der ist echt stabil. Der verwindet sich selbst beim Antritt und wenn man hier an seinem Lenker reißt, verwindet sich da nichts. Ja, und alles bleibt selbst bei ungehobelter Strecke an Ort und Stelle. So fährt sich das Hase Gravit. Es ist schnell, es ist sportlich, es kann einiges laden. Es erfüllt also alles, was die Macher sich vorgestellt haben. Und jetzt gehen wir mal zurück zum Filmplatz und zu den Preisen und zum Fazit. Das Hase Gravit kommt in dieser Konfiguration zu einem Preis von 3.790 € auf den Markt und ist ab Juli 2023 bestellbar. Ich konnte das Hase Gravit jetzt im Alltag ein paar Wochen bewegen und habe die eine oder andere sportliche Tour, aber auch so ein paar Alltagsfahrten damit gemacht. Und hier sind 3 Dinge, die mir gefallen und 3 Dinge, die mir nicht gefallen. Ich beginne mal mit letzterem. Punkt Nummer 1, der Reach ist für meinen Geschmack ein bisschen zu groß. Ich würde mir insgesamt einen kürzeren Vorbau und einen Lenker mit etwas weniger Reach wünschen, denn selbst mit meinen 1,96 m ist mir das Ganze ein bisschen zu lang. Punkt Nummer 2, Gravelisti lieben Tubeless, aber weder Reifen noch Felgen sind für Tubeless geeignet. Und Punkt Nummer 3, an sich bin ich Fan von mechanischen Scheibenbremsen, siehe Zweitkanal, aber die Shimano-Bremsen, die sind nicht sonderlich kräftig und hier mit den langen Zügen wird die Bremskraft auch so ein bisschen geschmälert, dadurch, dass man viel Handkraft aufwenden muss. Und 3 Dinge, die mir gefallen. Punkt Nummer 1, die Idee, aus einem bestehenden Rahmen
etwas komplett Neues zu machen. Das ist wirklich außergewöhnlich. Als ich das Hase Pino gesehen habe, hätte ich niemals dran gedacht, sowas draus zu machen. Das finde ich wirklich cool. Punkt Nummer 2, der Aufbau, die Verarbeitungsqualität, die Stabilität des Rahmens. Das ist ein richtiges Qualitätsprodukt, das man hier in den Händen hält, und das sieht man wirklich an jedem Detail, das Hase hier verbaut hat. Und der dritte Punkt, Hase ist einfach ein guter Hersteller. Hase bemüht sich darum, Fahrräder für alle Menschen zu bauen, zu ermöglichen, dass jeder mit einem Fahrrad fahren kann. Und eine der ersten Begegnungen, die ich mit einem Hase-Bike hatte, war, als ich im Flur eines mittlerweile verstorbenen Bekannten ein Hase-Liegedreirad gesehen habe, mit dem es möglich war, dass er selbst im hohen Alter, als es körperlich mit einem normalen Fahrrad gar nicht mehr ging, aber trotzdem noch sein Hase-Liegedreirad fahren konnte und auch so im hohen Alter noch in den Genuss des Fahrradfahrens gekommen ist. Und das war von vornherein der Antrieb von Marek Hase, eben die Räder für alle möglichen Menschen zu bauen. Und jetzt eben auch für Gravelisti. Und gleichzeitig verfolgen sie noch ein nachhaltiges Konzept, denn dieses Bike ist made in Germany. Natürlich kommen so die ein oder anderen Komponenten aus Asien, aber der ganze Rahmen, dieser Aufbau, das ist alles made in Germany. Und das finde ich ebenfalls unterstützenswert. Es ist einfach ein lokales Produkt. Aus meiner professionellen Meinung als Gravel-Tillmann ist das hier ein sehr, sehr gutes Cargo-Bike. Es ist richtig gut geeignet für Maximal-Bikepacker, für Kuriere, für alle möglichen, die nicht unbedingt mit Kindern unterwegs sind oder mit mehreren Kindern, sondern ein leichtes, schnelles Cargo-Bike für den Alltag suchen. Also ich hatte wirklich sehr viel Spaß mit diesem Fahrrad. Ich würde für mich persönlich wahrscheinlich einen Hase Gravit hier mit Dropbar und so einem Shimano EP8 Motor bestellen für das ultimative Monster Gravel Cargo Pedelec. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem Bike haltet. Seid ihr Fan von diesem minimalistischen Gravel-Konzept oder braucht ihr einfach mehr? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt, und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Dann wahrscheinlich mit dem normalen Cargo-Bike Tillmann. Tschüss, bis dann.